Frau Schmidt, hören Sie mich? Hören Sie mich? Die müssen Sie einmal untersuchen. Haben Sie Schmerzen? Wir haben eine fiebrige Patientin, 39,6, mit einer erhöhten Herzfrequenz, Tachykard, Hypoton. Wir haben eine verminderte Sauerstoffsättigung mit 90. Ja? Ich vermute einen septischen Schock bei akuten Abdomen. Das heißt, wir brauchen zeitnahen Transport. Volumen läuft schon. Wir brauchen ein großes Labor mit Blutkulturen. Wir würden mit dem Schnitt beginnen. Stützen. Hoppla. Jetzt bewegst du die Füße erstmal unten im Wechsel nach oben. Und jetzt den rechten nach oben ziehen. Da. Einmal den linken Fuß nach oben ziehen. Okay. Den linken, genau, zwischen die Lippen. Tief Luft holen. Mit der Hand nach vorne greifen. Genau. Wink ab. Okay, wir wollen jetzt einmal die Reaktionszeit testen. Und jetzt.
Matthias, hast du noch was gefragt oder hast du noch versucht anzurufen? Ja, ich wollte bloß mal fragen. Nee, nee, alles gut. Ich hatte das mit YouTube, war mir nicht ganz sicher, ob das funktioniert hat, aber hat wohl. Ja. Du siehst Chat und das siehst du alles, ne? Ich würde aber trotzdem das nachher wieder so machen wie immer und vorlesen, ne? Ja. Gut, okay.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist zumindest auf meiner Uhr 16:30 Uhr und ich darf Sie sehr, sehr herzlich im Namen des gesamten Teams des Sepsis-Dialogs und auch im Namen des Teams von Deutschland erkennt Sepsis zu dieser unserer ersten Sepsis-Akademie 2024 begrüßen. Die das Programm des Jahres, was wir als Flyer und auch online zur Verfügung gestellt haben, kennen, wissen, dass uns wieder ein sehr bunter Blumenstrauß von Themen auch in diesem Jahr gemeinsam beschäftigen wird. Und gleich zum Beginn des Jahres haben wir ein Thema, das ich persönlich eigentlich für das wichtigste Thema halte, wenn man sich sehr umfassend mit Sepsis beschäftigen will, nämlich wie erkenne ich überhaupt dieses Krankheitsbild? Es nützt ja nichts, wenn ich die Pathophysiologie verstanden habe, wenn ich weiß, wie man Blutkulturen abnimmt und wie man die Therapie durchführt, wenn das Krankheitsbild zu spät erfasst worden ist. Und deswegen glaube ich, dass es ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, was wir heute hier gemeinsam diskutieren können. Ich möchte nicht versäumen, Sie darauf hinzuweisen, dass wir im Februar natürlich auch wieder eine Sepsis-Akademie haben und es ist uns gelungen, dass am 21. Februar, also kurz nach dem Kongress in Bremen, zu dem ich Sie übrigens auch nochmal im Namen der Veranstalter sehr herzlich einladen darf, kurz nach dem Kongress in Bremen hier Professor Gerlach zu Gast haben und Professor Gerlach ist, glaube ich, in Deutschland derjenige, der sich am meisten mit der Pathophysiologie der Sepsis auskennt und der auch noch exzellente Vorträge dazu hält. Insofern ist es mir eine große Freude, dass wir ihn im Februar zu Gast haben. Die Regeln, für die noch nicht dabei waren, wir hören den Vortrag. Sie können schon während des Vortrages im Chat oder auch im Bereich von F&A Ihre Fragen stellen und die werden wir dann nach dem Vortrag gemeinsam diskutieren. Wenn Sie nicht im Chat schreiben wollen, sondern mit einer Wortmeldung das tun, dann werde ich auch versuchen, Sie zu finden in der Liste der Teilnehmenden, damit auch das möglich sein wird. Ja, jetzt ist mir eine große Freude, Ihnen für heute den Oberarzt Dr. Kuhn aus unserer Klinik ankündigen zu dürfen. Viele von Ihnen werden ihn kennen, weil er schon sehr oft durch diese Veranstaltung unserer Akademie in den letzten Jahren moderiert hat. Heute ist er Vortragender und er hat den Sepsis-Dialog in den vergangenen Jahren immer sehr, sehr intensiv mitgestaltet, hat hier an der Universitätsmedizin viel Engagement in Themen wie elektronische Erkennung von Sepsis, aber auch in Blutkulturdiagnostik investiert, hat viel maßgeblich in unserer Klinik mitpubliziert rund um das Thema Sepsis. Und ich freue mich, Sven Olaf, dass du heute bereit bist, dem wichtigen Thema Sepsis erkennen, wie genau uns was zu erzählen und dann mit uns gemeinsam zu diskutieren. Bitte. Ja, hallo, danke und viele Grüße in die Runde. Ich gebe den Bildschirm mal frei und hoffe, dass das jetzt hier angeht. Ja, ich muss nur mal kurz hier meine ganzen Fenster kleiner machen. Wir sehen es gut. Wie bitte? Wir sehen es gut. Ja. Ja, das Thema ist ja aktueller, als wir bei der Planung dieser Veranstaltung gedacht haben. Vor 2 Tagen, glaube ich, habe ich in einem deutschen Privatsender in den Abendnachrichten dieses Thema gesehen und es ist nochmal darauf hingewiesen worden, dass gerade beim medizinischen Personal, was die Erkennung der Sepsis anbetrifft, sagen wir mal, noch ein bisschen Luft nach oben ist. Es wurde da doch relativ drastisch dargestellt. Wir haben allerdings jetzt muss ich mal gucken, dass es hier nicht weitergeht.
So. Wir haben allerdings über die letzten Jahrzehnte dank der Aufklärungsarbeit, dank der Forschung verstanden, und das haben sicherlich auch nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch im medizinischen Personal viele verstanden, dass die Sepsis eben ein zeitkritischer medizinischer Notfall ist, ähnlich wie der Herzinfarkt oder wie der Schlaganfall, und entsprechend auch soweit zügig therapiert werden muss. Und außerdem wissen wir, dass die Sepsis wirklich jeden und jede treffen kann, und demzufolge geht es auch wirklich jeden und jede an. Und wir können dort vor allen Dingen in bestimmten Altersgruppen natürlich die hauptsächlichen Opfer der Sepsis antreffen. Wir haben auch in den letzten Jahren dank der Arbeit in den entsprechenden Leitlinienkommissionen oder vor allen Dingen federführend der Surviving Sepsis Campaign mehrere überarbeitete, zuletzt 2021 revidierte Leitlinien an der Hand, die uns in die Lage versetzen, dieses Krankheitsbild nicht nur zu erkennen, sondern eben auch zielgerichtet zu behandeln. Und in Zusammenfassung dieser aktuellen Leitlinien ergibt sich, dass beispielsweise ein Stundenbundle der Surviving Sepsis Campaign, und da sind eindeutig nochmal aufgeführt, dass die frühzeitige Erkennung und dann die nachgeordnet zielgerechtete Diagnostik entscheidend ist für das Überleben der Patienten. Und mittlerweile wissen wir auch, dass wir nicht immer überreagieren müssen und dass wir nicht immer sofort das Antibiotikum kritiklos einfüllen müssen, sondern dass wir in bestimmten Situationen, nämlich wenn kein Schock vorliegt oder wenn wir einfach vielleicht auch noch andere Möglichkeiten dieser Kreislaufdysregulation ins Kalkül ziehen müssen, dass wir letztlich auch ein bisschen Zeit haben, das Antibiotikum später zu geben und uns erstmal auf eine adäquate Diagnostik zu fokussieren. Die Leitlinien empfehlen darüber hinaus Programme zur Steigerung der Performance und insbesondere Sepsis-Screening für akut kritische Patienten und die Einführung von SOPs in den entsprechenden Abteilungen und Krankenhäusern. Und das Sepsis-Screening ist gerade für akut kranke Hochrisikopatienten eminent wichtig und bekommt hier eben einen starken Empfehlungsgrad bei moderater Evidenz. Eigentlich haben wir alles an der Hand, und die Frage ist dann, warum wird uns vorgeworfen, dass wir wirklich noch so schlecht sind, dass wir viele Sepsisfälle zu spät oder vielleicht auch gar nicht erkennen, wenn wir doch also die letzten Jahre relativ viel Informationen wirklich auch gut an der Hand haben. Und das, was ich mir nicht verkneifen konnte im letzten Jahr, als mir der Vortrag angeboten wurde, da mal in die aktuelle Literatur sozusagen zu gucken und mal wirklich bei ChatGPT nachzuschauen, was der Normalbürger sozusagen bei der Anfrage, was ist Sepsis, beziehungsweise wie diagnostiziert man eine Sepsis, als Antwort kriegt. Und das, was in dem deutschen Bereich hier zutage kommt, sieht sehr, sehr fundiert aus. Das sind eigentlich sehr kondensiert die Informationen, die wir auch für die Schulungen benutzen. Und letztlich wird das Ganze neben den Hauptkriterien, neben den Symptomen, neben den Verdachtsfällen, die wir in der, sagen wir mal, unspezifischen Frühphase haben, auch in Richtung Diagnostik und Therapie und vor allen Dingen auch ganz unten mit der Aufforderung komplettiert, bei entsprechendem Verdacht, diesen Verdacht auch wirklich nicht zu negieren, sondern gleich einen Arzt schnell aufzusuchen. Das heißt, wir haben eigentlich mit der Maßgabe eine klinische Untersuchung, also einen Status Präsens, eine ausführliche Untersuchung in Richtung auch Anamnese und mit Komplettierung des Labors, die Dinge in der Hand zu haben, die dem Patienten am ehesten helfen, über diese Phase möglichst, wenn es irgendwie geht, unbeschadet oder wenig beschadet herüberzukommen. Und dafür ist aber doch ein bisschen mehr Hintergrundwissen sicherlich notwendig, was wir in den letzten Jahren versucht haben zu schulen. Und dazu gehört vor allen Dingen erstmal die Definition aus der Leitlinie, die seit 2016 unverändert existent ist. Einmal
ein bisschen auseinanderzunehmen. Und die Triggerworte sind hier eben lebensbedrohliche Organdysfunktion. Also eine Sepsis ist eine lebensbedrohliche Organdysfunktion. Das muss man sich immer wieder klar machen und nicht leichtfertig von Sepsis reden, wenn es eben diese Konstellation nicht gibt. Zusätzlich dysregulierte Antwort des Wirtes und Infektionen. Diese drei Dinge müssen wir auseinanderhalten und müssen wir vor allen Dingen für die Diagnostik mit heranziehen. Die Letalität der Sepsis ist weltweit hoch, unterschiedlich in unterschiedlichen Settings. Wir in Greifswald haben auch immer noch eine relativ hohe Letalität. Trotz aller Maßnahmen ist es gelungen, die Letalität in den letzten Jahren zu senken, aber es ist auch bei uns nicht möglich, jeden Fall zu verhindern bzw. rasch zu behandeln. Wenn wir uns die Diagnostik, wenn wir uns die Definition ansehen, dann haben wir eigentlich von vor 100 Jahren von Hugo Schottmüller schon einmal eine ähnlich recht präzise Definition mitbekommen, die auch aussagt, dass sich in einem Körper ein Herd gebildet hat, von dem periodisch Toxine oder Bakterien freigesetzt werden, die diese Organdysfunktion beinhalten bzw. auslösen. Und insofern hat sich da gar nicht so wahnsinnig viel dran geändert. Die Definition anzuwenden ist aber trotzdem eben ein Hauptkriterium der entsprechenden Diagnostik bzw. der Aktionen, die sich dann auch sofort anschließen müssen, um dem Patienten zu helfen. Und wir wissen, dass die Organdysfunktion wirklich mannigfältig sein kann. Wir haben eine Balance von Antiinflammation und Inflammation im Körper, und sobald diese Homöostase gestört ist, kommt es zu den relativ typischen, aber manchmal eben auch sehr nebulösen Zeichen, die wir in der Sepsisdiagnostik kennen. Und die Infektionen sind natürlich der Auslöser allen Übels. Und da wir es mit einer Fülle von Infektionen zu tun haben, ist auch klar, dass es uns häufig nicht sofort gelingt, diese zu detektieren, entweder als Verdachtsfall mit der klinischen Untersuchung irgendwo zuzuordnen, beziehungsweise letztlich auch eine Erregersicherung. Wir wissen, dass wir viele Erreger haben, die wir vielleicht gar nicht nachweisen können, trotzdem die Behandlung irgendwo klappt. Letztlich mündet das Ganze in einem bunten Blumenstrauß an Symptomen und Störungen in den Organfunktionen, die wirklich zum Teil anspruchsvoll sind zu detektieren. Letztlich handelt es sich dabei fast um ein Chamäleon in der Medizin, dass wir also in der Lage sind, diese Dinge auseinanderzuhalten, ist sehr anspruchsvoll, erfordert Training, erfordert ständige Weiterbildung. Und das, was wir letztlich im Hinterkopf haben müssen, ist, dass wir eine Wirts- und Pathogeninteraktion sehen, die irgendwann das Gleichgewicht, die Homöostase aus dem Gleichgewicht bringt und zu entsprechenden unterschiedlich ausgeprägten Symptomen führen kann, die den Patienten dann letztlich belasten. Die meisten Infektionen, die wir kennen, die der Patient von zu Hause vielleicht mitbringt oder die er im Krankenhaus erwirbt, die kommen durchaus aus dem eigenen Mikrobiom oder Mykobiom. Viele andere natürlich auch durch Ansteckungen von außen. Und insofern macht es das nochmal schwieriger, diesen diagnostischen Parcours dann abzuleisten. Und darüber hinaus muss man natürlich immer beachten, in welchem Setting man sich befindet. Sicherlich hat der Hausarzt das am schwierigsten, wenn er in seiner Praxis vielleicht von 100 Patienten den einen einzigen, der sich wirklich krank bei ihm vorstellt und der vielleicht eine Sepsis hat, herauszufinden mit den etwas eingeschränkten Möglichkeiten und der Zeitnot. Wir haben aber allerdings auch im Rettungsdienst in den letzten Jahren gemerkt, dass wir viel, viel mehr mit Sepsisverdacht Patienten in die Klinik bekommen. Da wird der Verdachtsbefund oder der Verdachtsfall einfach schneller ausgesprochen und die entsprechenden Konsequenzen werden gezogen, die Patienten werden schnell zu uns gebracht. Dann ist es natürlich in der Notaufnahme und auf der Intensivstation deutlich leichter, anhand der Vielzahl von zusätzlichen Parametern die Patienten zu screenen und entsprechend zu diagnostizieren. Schwieriger, das wissen wir, wird es schon auf den Normalstationen, wenn man den Vergleich hat, dass die Patienten aus der
prästationären Phase oder eben aus der stationären Phase eine Sepsis erleiden, dann haben wir häufig das Problem, dass wir in der stationären Umgebung Patienten viel später erkennen, als das im ambulanten Bereich häufig gelingt. Und demzufolge ist es hier wichtig, natürlich die Patienten schneller in die Diagnostik zu bekommen, das Personal besser zu schulen. Und wenn wir damit anfangen, ist es notwendig, die Risikofaktoren zu schulen. Und das ist eben dieses Portfolio an unterschiedlichen Faktoren, die vor allen Dingen mit dem Alter assoziiert sind. Wir wissen, dass gerade die ganz Kleinen, über die ich jetzt hier nicht sprechen will, also die Neonatensepsis beziehungsweise die von Frühgeborenen und kleinen Kindern, aber vor allen Dingen dann von den reiferen Erwachsenen, von den Älteren, die über 75 Jahre sind, schon deutlich höhere Risiken für die Entwicklung einer Sepsis entwickeln. Dann vor allen Dingen die Patienten, die eine Immunschwäche mitbringen, entweder im Rahmen von Steroidbehandlungen, von Chemotherapien, vor allen Dingen auch Patienten mit Asthenie, entweder nach Operationen oder funktionell. Die Patienten mit Diabetes mellitus, alles Patienten, die wir regelmäßig im Krankenhaus detektieren und die ein erhöhtes Risiko mitbringen. Aber auch an die man vielleicht primär nicht im Blick hat, beispielsweise die Patienten mit einer Schwangerschaft oder im Wochenbett. Auf den Normalstationen der, wenn man so will, Klassiker, Fremdkörper, Katheter, Verweilkanülen, die zu lange liegen und die super infiziert werden, gerade mit Gram-positiven Erregern, Wunden bei gestörter Hautintegrität und die anderen, die will ich jetzt nicht im Einzelnen vorlesen, aber auf alle Fälle die Patienten, die sich auch bei uns vorstellen mit entweder stärksten Schmerzen oder nie gekanntem Krankheitsgefühl, dass sie wirklich beschreiben, sowas kenne ich nicht von mir, so krank war ich noch nie. Da ist spätestens in diesem Fall Aufmerksamkeit geboten. Und wer hier vorher schon mal zugehört hat, die Trailer, die hier liefen, da haben auch Sepsis-Überlebende davon gesprochen, dass die behandelnden Ärzte sie nicht ernst genommen haben, dass sie zu spät behandelt wurden und das trotz aller Hinweise. Die Symptome, die man im ambulanten Setting vor allen Dingen oder vielleicht auch dem Rettungsdienst vor allen Dingen präsentieren kann und wonach geforscht werden muss, das sind vor allen Dingen die Dinge, die septische Enzephalopathie beinhalten. Das heißt Verwirrtheit, Desorientiertheit. Einige beschreiben einfach auch, dass sie wie im Nebel stehen und dass irgendwas mit ihrer Orientierung nicht stimmt. Die Kurzatmigkeit, die Tachypnoe, die Tachykardie, Fieber, Schüttelfrost oder deutliche Untertemperatur, Schwitzen, aber eben auch Schmerzen und starkes Unwohlsein. Das sind alles sehr, sehr unspezifische Zeichen, die wir, wenn wir sie nicht effektiv erfragen und auch wirklich so ein Puzzle zusammensetzen, kaum richtig deuten können. Die sind so unspezifisch, dass die natürlich auch jeder mal haben kann, wenn er sich vielleicht ein bisschen angegrippt, wenn man so will, fühlen kann. Die Symptome, die dafür eigentlich fast überall messbar sind, beziehen sich eben auf die Tachypnoe, die Sättigung, die Temperatur, die Herzfrequenz, der Blutdruck und die Bewusstseinseintrübung, vielleicht auch noch die marmorierte Haut, dieses cyanotische oder aschgraue, was man manchmal sieht bei den Leukozyten oder bei dem Differentialblutbild. Da ist es schon so, dass man in diesem Fall eine relativ rasche Labordiagnostik braucht. Bei vielen Hausärzten ist das auch relativ schnell möglich. Aber wenn man natürlich jetzt am Patientenbett zu Hause in der eigenen Wohnung als Hausarzt auftaucht, dann ist das natürlich relativ schlecht möglich und wir haben dann die Triggerdiagnosen beziehungsweise die Symptome, die wir hier nutzen können und das Bauchgefühl, das wir einschalten müssen, wenn wir solche Patienten sehen. Also die Frage, könnte es eine Sepsis sein, sollte man relativ schnell entweder laut aussprechen oder einfach auch im Hinterkopf haben, damit man die entsprechenden Konsequenzen schnell ziehen kann und keine Zeit vertrödelt. Das, was verschiedene Bündnisse oder Organisationen, gerade nationaler Ebene, hier an Unterstützung leisten. Und da ist vielleicht ganz vorne an das Aktionsbündnis Patientensicherheit mit der Kampagne Deutschland erkennt Sepsis. Hier können sich vor allen Dingen auch
Bürgerinnen und Bürger informieren und können, wenn sie sich angeschlagen, sterbenskrank fühlen, entsprechende Hilfe bekommen und werden sofort darauf gestoßen, dass sie entweder den Rettungsdienst oder den dringlichen Hausbesuchsdienst bestellen. Darüber hinaus haben wir mit der Sepsis-Stiftung, mit der Deutschen Sepsis-Hilfe Organisationen, die sich intensiv auch mit diesem Krankheitsbild beschäftigen und vor allen Dingen auch die Bürgerinnen und Bürger informieren und Werbung dafür machen, diese Krankheit nicht zu unterschätzen. Denn wir haben das Problem, dass wir die Sepsisdiagnostik oder dass wir in der Sepsisdiagnostik dieser Krankheit sowieso immer nur hinterherlaufen, bevor jemand, und das ist vielleicht in Mecklenburg-Vorpommern manchmal auch ein großes Problem, überhaupt auf die Idee kommt, sich dann mit so einem Unwohlsein beim Arzt vorzustellen, vergehen möglicherweise wertvolle Stunden und Tage. Und wenn wir dann den Patienten in einem Krankenhaus in einer Notaufnahme haben, dann geht es in der Regel, wenn die Mitarbeiter darauf trainiert sind, relativ schnell. Das heißt, Blutkulturabnahme, Antibiotikagabe, klinische Untersuchungen laufen praktisch parallel wie in der Boxengasse bei Formel 1 sozusagen. Dann haben wir allerdings wieder eine Latenzzeit, die in Abhängigkeit des Erregerwachstums vielleicht ist und auch der fortlaufenden Diagnostik, sodass wir immer mal wieder eine zeitliche Verzögerung in Kauf nehmen müssen, bis dann endlich vielleicht mikrobiologische Befunde vorliegen und sie auch entsprechend werten und therapieren können, beziehungsweise die Therapie anpassen. Dass die verzögerte Krankenhauseinweisung die Sepsissterblichkeit erhöht, ist sicherlich irgendwie logisch, ist aber zumindest auch in Studien bewiesen, sodass es also notwendig ist, gerade in diesem Umfeld relativ schnell auch die Einweisung, vielleicht auch manchmal ein bisschen vorschnell zu machen. Besser noch, als wenn ich die Zeit vertrödel und wirklich dann damit den Patienten gefährde. Und die kritischen Werte, die will ich hier einmal noch mal aufführen, sind eben die, die man mit sehr wenigen Mitteln messen kann, und die sollte man im Kopf haben. Die dienen zum Teil zum Screening, zum Scoring und bestehen eben aus den Parametern, die Atmung, den Kreislauf, Temperatur, die Leukozyten, das Bewusstsein und eben auch das Hautkolorit betreffen. Das sind eigentlich die Parameter, die wir aus den ersten Sepsisdefinitionen kennen, die SIRS-Kriterien, die damals Roger Bone mit 1992 publiziert hat und die lange Jahre unsere Basis für die Sepsisdiagnostik gespielt oder gewesen sind. Hier haben wir ein Tool an der Hand, die SIRS-Kriterien, die nicht obsolet sind, die wir immer noch im Hinterkopf haben, auch wenn wir wissen, dass einige Patienten durchaus auch keine Sepsis mit positiven SIRS-Zeichen und andersrum haben können. Und demzufolge ist es wichtig, aus diesen Parametern mindestens 2 zu identifizieren, die erfüllt sein müssen, dass wir einen kritischen Patienten identifizieren damit. Und dann sollte sofort die Fokussuche losgehen. Denn hier nochmal, die Sepsis liegt vor, wenn wir eine Infektion haben, die das Ganze auslöst und die das Immunsystem bei uns hinreichend stört. Die Infektion ist der nächste Punkt, den wir überlegen müssen, wo ist dann wo ist denn der Ursprung? Wir kennen die Statistiken, die ähneln sich eigentlich in der Welt, für Deutschland hier adaptiert von 2016, belegen, dass der Respirationstrakt schon in der Hälfte aller Sepsisfälle die Ursache ist. Also Atemwegserkrankungen, gerade auch saisonal bedingt, spielen schon eine große Rolle, gefolgt dann von Abdomen- und Urogenital. Knochen- und Weichteilinfektionen sind dann entsprechend weniger, sodass man sich auch schon in der primären Diagnostik darauf stützen kann, was suche ich und wo muss ich als erstes hingucken. Trotzdem ist es absolut notwendig, die klinische Untersuchung strukturiert durchzuführen und vor allen Dingen natürlich auf die Dinge pulmonalen Fokus, Husten, Kurzatmigkeit und so weiter zu achten, das Abdomen anzusehen, die Möglichkeit einer urogenitalen Infektion
zu eruieren und vor allen Dingen wirklich nachzufragen, haben Sie Schmerzen über der Blase, müssen Sie häufiger Wasser lassen, ist der Urin anders in der Konsistenz oder im Geruch geworden? Gibt es möglicherweise Hinweise für Knochen- und Weichteilinfektionen? Haben sich Wunden infiziert? Verbände muss man abmachen. Und dann natürlich die ganzen Möglichkeiten von device-assoziierten Erkrankungen, die mit Venenverweilkanülen, ich hatte es vorhin schon erwähnt, aber eben auch mit Dauerkathetern, viele Patienten aus dem Pflegeheim, die vielleicht nicht nur eine Besiedlung haben, die zu ihrer normalen Mikroflora gehört, sondern eben auch eine vielleicht Infektion dann mal erleiden. Und natürlich auch die primären ZNS-Infektionen, die sich auch am Anfang mit Delir und Somnolenz natürlich gut zeigen können und denn die Nackensteifigkeit dann vielleicht dazu kommt. Das kann am Anfang alles noch fehlen und muss dann in der Folge durch ja, serielle Untersuchungen immer mal wieder untersucht werden und der Patient muss entsprechend überwacht werden. In gar nicht so wenigen Fällen haben wir aber auch gar keine Idee, wo kommt der Fokus in Frage, wo ist überhaupt eine Stelle, die jetzt als Sepsis-Fokus in Frage kommt. Und deshalb ist es notwendig, nicht dann vorschnell die Flinte ins Korn zu werfen, sondern dem Patienten weiter zur Seite zu stehen und die entsprechenden Maßnahmen zum Detektieren dann fortzusetzen. Ist diese Infektion nachgewiesen oder ist sie stark vermutet? Dann können wir den Sepsisverdacht aussprechen, aber dann gehört immer noch, um die Sepsisdiagnose dingfest zu machen, das Organversagen dazu und das muss geprüft werden. Die Sepsis-3-Definition ist auf das Organversagen natürlich fokussiert. Das heißt, da müssen wir dann gucken und da gehört dann das Scoring im Sinne dieses SOFA-Scores dazu. Der SOFA-Score als intensivmedizinischer Score ist mehr oder weniger dann nur im Krankenhaus möglich mit entsprechend den Kreislauf-Vitalparametern, aber eben auch der Bewertung des ZNS-Standes, das heißt Hinweise auf eine entsprechende septische Enzephalopathie und dann natürlich die Hauptorgane, die betroffen sind, nämlich Niere, Leber und auch das Gerinnungssystem. In der modifizierten Variante ist der Modified SOFA Score dann eben auch in der Praxis möglich. Das heißt, wenn ich jetzt nicht die Möglichkeit habe, immer einen Laborparameter zu bekommen, dann kann ich natürlich auch Hinweise auf eine Gerinnungsstörung, auf eine Leberfunktionsstörung oder auf eine Niereninsuffizienz indirekt bekommen. Wenn ich also fahnde danach, ist die Urinausscheidung zurückgegangen, gibt es eventuell einen Ikterus und so weiter. Und dafür ist eben also die genaue klinische Untersuchung notwendig. Ist das Organversagen dann entsprechend vermutet, dann muss ich die Organversagensprüfung eben noch einmal im Kopf oder auf dem Blatt Papier durchführen. Das heißt, Kreislauf muss untersucht werden, das ZNS, die Lunge und dann letztlich auch die Nierenfunktion, die Gerinnung und die Leberfunktion. Und dabei ist nochmal wichtig auf die metabolische Entgleisung, das heißt also die Hyperlaktatämie zu verweisen. Wir haben als Diagnosekriterium für den septischen Schock natürlich dann im Hinterkopf, dass das Laktat über 2 sein muss und der Kreislauf muss trotz ausgeglichener Volumenbilanz natürlich dann auch noch mit katecholamинpflichtig unterstützt sein und können dann also von dem septischen Schock sprechen. Aber letztlich zur Sepsisdiagnose sind diese Organdysfunktionsstörungen ganz wichtig. Sollte die Infektion ausgeschlossen sein, zunächst einmal vielleicht, wir finden vielleicht nichts Gescheites, dann brauchen wir eine gute Differentialdiagnose. Das heißt, wir können nicht einfach aufhören, sondern müssen weiter gucken, woran ist der Patient erkrankt. Und differentialdiagnostisch können wir natürlich die
okkulte Sepsis vielleicht im Hinterkopf haben. Wir haben keine Frühzeichen einer Sepsis. Wir haben noch kein Laktat. Das passiert uns im klinischen Alltag ja natürlich relativ häufig. Demgegenüber natürlich die schon dann erwähnten Sepsis-Frühzeichen. Oder wir haben eine nicht infektiöse systemische Entzündungsreaktion, ein SIRS, was mit keiner Sepsis assoziiert ist, gegenüber dann eben einer echten Sepsis. Diese Dinge sind zum Teil schwer auseinanderzuhalten und sind auch im Fluss, sodass man also oder wiederholte Untersuchungen durchführen muss. Wenn wir also kein oder noch kein Organversagen haben, dann wird auf alle Fälle der Verdacht auf eine Sepsis dokumentiert werden müssen, damit wir, wie gesagt, das nicht aus dem Auge verlieren und die Patienten müssen regelmäßig reevaluiert werden. Und das geht natürlich am besten auf einer Station, wo man sie besser überwachen, besser monitoren kann. Also ist die Überwachung der Vitalfunktionen mindestens erstmal stündlich notwendig. Und das geht am besten eben auf einer Intermediate Care oder auf einer Intensivstation. Und dahin sollte die Verlegung dieser Patienten auch schnellstmöglich erfolgen, damit man also dort keine diagnostische Lücke produziert. Dazu gehört dann natürlich eben auch ab und zu dann die Laktatmessung, die Überprüfung von Hämodynamik und von Diurese. Ich hatte es vorhin schon angesprochen, das Screening wird in den Leitlinien stark empfohlen. Es verbessert nachweislich das Outcome unserer Patienten und kann vor allen Dingen auch, das wird den Betriebswirt dann auch interessieren, die Liegezeit, die Behandlungskosten verkürzen oder verringern. Und es verringert vor allen Dingen die Sterblichkeit bei hospitalisierten Patientinnen und Patienten. Wir gehen davon aus, dass wir durch geschultes Personal in der Früherkennung der Sepsis die Sterblichkeit um bis zu 30% senken können und müssen einfach konstatieren, dass dieses Screening Leben rettet. Wir wissen allerdings auch, dass Screening aufwendig ist und dass es mal nicht ganz einfach ist, im täglichen Betrieb dieses Screening auch durchzuführen, weil man braucht in der Regel valide Tools, das sind Scores. Und dabei sind eben die schon erwähnten SIRS-Kriterien, von denen wir mindestens 2 für die Diagnose brauchen, ganz entscheidend. Ausgelagert von dem SOFA-Score ist der damals schon 2016 propagierte Quick-SOFA-Score, der vor allen Dingen auf Stationen, wo wir kein Monitoring vorrätig haben, beziehungsweise im ambulanten Setting, das Bewusstsein, die Tachypnoe und die Hypotonie als Kriterien mit einbindet. Wir haben den News-Score, den National Early Warning Score, der vor allen Dingen im Vereinigten Königreich auch mit propagiert wurde in den Anfangsjahren. Und wir haben die Möglichkeiten, den modifizierten Warning Score beziehungsweise den Critical Illness Prediction Score mit heranzuziehen, je nachdem, in welcher Umgebung, in welchem Setting wir uns befinden, welche Parameter wir an der Hand haben, um eine validere Bewertung der Patienten durchführen zu können und die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen. Wir wissen aber auch, dass seit der letzten Überarbeitung der Quick-SOFA-Score nicht mehr aufgrund seiner schlechteren Sensitivität in der alleinigen Empfehlung ist. Das heißt, wir haben häufig das Problem gehabt, dass 2 Kriterien erfüllt sind, aber die Sepsis dann doch nicht oder zu spät erkannt wird. Und demzufolge braucht man sicherlich Alternativen. Und die Alternativen, die existieren einfach dadurch, dass wir den News-Score, den MEV-Score vielleicht mit kombinieren mit anderen Parametern wie beispielsweise der SIRS oder dem SIRS beziehungsweise auch den Q-SOFA-Score nicht als einzigen Parameter mit benutzen. Die Veränderungen oder die Auswirkungen auf Mortalität oder Mortalität und Transfer auf die Intensivstation sind hier in der linken Grafik mal dargestellt. Wir haben also eine relativ hohe Sensitivität beim SIRS beispielsweise, aber eine sehr, sehr schlechte Spezifität. Und das Problem haben wir beim Q-SOFA eben auch. Da sind also die Werte noch deutlich schlechter, sodass man alleinig eben den Q-SOFA nicht mehr verwenden soll. Und die Empfehlungen sind eben die Kombination mit den schon erwähnten anderen Parametern SIRS, News oder News Score. Für
erwachsene Patienten, die eine Sepsis haben, wird auch die schon erwähnte Laktatmessung weiterhin empfohlen. Und das hier nochmal zusammengefasst, darauf kann man eigentlich nie genug fokussieren, weil das wirklich so banal ist, dass man es eigentlich schon wieder fast nicht wahrhaben möchte. Es ist auf nationaler Ebene in den letzten Jahren gelungen, verschiedene Plattformen zu entwickeln, die Informationen für medizinisches Personal, eben auch aber für die Normalbevölkerung bereitstellt. Das RKI hat beispielsweise die Infektionen erkennen und Sepsis vermeiden Dinge hiermit aufgeschrieben. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, zielgerichtet allgemeine Symptome und Infektionen früh zu detektieren und den Handlungen hier zu folgen. Noch ausführlicher und vielleicht auch praxistauglicher sind die schon erwähnten Möglichkeiten auf den Internetseiten des Netzwerkes Deutschland erkennt Sepsis, wo man jetzt wirklich zur Sepsis-Checkliste kann und kann auch als Laie sehr gut diese Checkliste ankreuzen mit den entsprechenden Risikofaktoren, mit den Symptomen und dann auch entsprechend den Fragestellungen, ob es eine Sepsis sein kann. Und dann wird auch eine entsprechende Empfehlung gegeben, dass man sich relativ schnell in ärztliche Behandlung begibt. In der eigenen Klinik sind über die letzten Jahre mehrere Versionen dieser Kitteltaschenkarte entstanden, die uns helfen, auf den Normalstationen, aber eben auch mal wieder auch auf den Intensiv- und Wachstationen diese Dinge in Erinnerung zu bringen und auch die entsprechenden Sofortmaßnahmen zu schulen. Im internationalen Bereich gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten, diese Dinge zu konsumieren, wenn man so will. Wir haben von der Sepsis Alliance hier die Möglichkeiten mit diesen markigen Begriffen Time, also Temperaturmessung, Infektion, Mental Health Status und dieses extreme Krankheitsgefühl einen Trigger zu setzen. Und dann wird hier auf die Notrufnummer verwiesen mit der Frage, kann es eine Sepsis sein? Aber am ausführlichsten würde ich sagen, am ausgefeiltesten ist der UK Sepsis Trust, der wirklich auch unterscheidet in der ambulanten Umgebung, also beim Hausarzt auf der linken Seite, Prähospital im Rettungsdienst mit entsprechenden Handlungshinweisen. Dann geht es weiter in den Bereich der Notaufnahme beziehungsweise des entsprechenden Settings im Krankenhaus, dass wir die Möglichkeit haben, mit entsprechenden Maßnahmen relativ schnell diese Patienten zu screenen und auch eine Diagnose zu stellen oder eine Verdachtsdiagnose zu stellen. Und dazu gehört eben auch leider eben dieses relativ aufwendige Scoring mit dem schon erwähnten News-2-Score. Das scheint verpflichtend zu sein in England beispielsweise. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich auch immer so explizit durchgeführt wird, weil es natürlich recht anspruchsvoll ist und aufwendig ist, diese ganzen Folgeuntersuchungen relativ regelmäßig dann ja auch zu dokumentieren. Ich kann mir vorstellen, dass die auch jetzt nicht mit Personal überlaufen in England und dass es dann wahrscheinlich auch günstig ist, wenn man entsprechende Erleichterungen hat. Auf alle Fälle sind die Red Flag Kriterien, die ein hohes Risiko für eine Verschlechterung hier indizieren, mit untergebracht. Und das sind, glaube ich, ganz gute Hilfestellungen, gerade für Bereiche, die nicht so häufig mit der Sepsis zu tun haben und diese Patienten eben auch schneller und besser managen möchten. Die Amber Flags haben wir hier auch noch, die ich nur der Vollständigkeit einmal mit zeigen will. Also auch hier die Vorgaben, nochmal extra die Laborabnahmen zu tun und die Zeit zu dokumentieren und auch zu dokumentieren, ob ein Antibiotikum erforderlich ist oder nicht. Das also wirklich auch verbindlich entsprechend anzuordnen und dann auch für die Nachbehandelnden eine entsprechende Aussage zu treffen und Behandlungshinweise mitzugeben, wenn die Patienten vielleicht dann verlegt werden. Dass das Ganze gut funktioniert, wissen wir aus den letzten Jahren aus verschiedenen Studien. Hier ist mal eine
interessante Arbeit aus Spanien publiziert worden vor einigen Jahren, die einfach auch bei sich im Krankenhaus in der Notaufnahme gesehen haben, wenn man den Code Sepsis aktiviert, gibt es also einen deutlichen Überlebensvorteil der Patienten, als wenn man dieses nicht explizit macht. Das heißt also, das daran denken und das auch weitergeben, ist eine extrem wichtige Stellschraube, die wir dann haben. Wenn wir die Sepsis-Diagnostik noch ein bisschen mehr in Richtung Labordiagnostik verfolgen, dann brauchen wir auch wirklich, das gibt es, denke ich, so in Deutschland noch nicht und darauf muss man in den nächsten Monaten und Jahren hinarbeiten, eine Akutdiagnostik, die je nachdem im ambulanten, stationären Bereich auch entsprechend aufgebaut ist und die dazu dient, entweder diese Sepsis zu bestätigen oder durch Ausschluss eine weitere Diagnostik durchzuführen. Der Blutkultur Goldstandard, der wird auch sicherlich noch einige Zeit Bestand haben. Wir werden sicherlich, so wie die Landschaft aktuell aussieht und auch wie die Beteiligung der Mikrobiologie aktuell aussieht, keine Möglichkeit haben, von dem Standard Blutkultur groß abzuweichen. Es gibt sicherlich Bestrebungen, durch Biomarker, Transkriptionsmuster zu bestimmen. Letztlich brauchen wir eigentlich ein Sepsis-Panel, was uns in die Lage versetzt, vielleicht im Sinne eines Lab-on-Chip, dass wir Patienten mit einem entsprechenden Verdacht, so ähnlich wie ein Herzinfarkt oder einen Schlaganfall, durch eine entsprechende diagnostische Kette schleusen, die beinhaltet, dass wir auch am Anfang eine Blutuntersuchung machen, die eine vielleicht Kombination aus verschiedenen Laborwerten dann darstellt. Und wir wissen, dass im Moment noch alles auf kulturbasierte Verfahren gesetzt werden. Die sind zeitraubend, die verzögern die Diagnostik durchaus und wir müssen warten und in der Zwischenzeit uns überlegen, ob wir vielleicht ein nicht ganz indiziertes Breitbandantibiotikum mal weglassen können oder eben die in den sauren Apfel beißen und dem Patienten mit einer Mikrobiomschädigung vielleicht mehr Schaden zuführen. Nicht kulturbasierte Verfahren als Alternativen. Da wissen wir, dass Biomarker aktuell nicht so geeignet sind, wie wir uns das erhofft haben. Wir haben zum einen die pathogenspezifischen Biomarker, die uns möglichst anzeigen sollen, mit wem wir es zu tun haben. Aber wir haben natürlich auf der anderen Seite auch die Wirtsantwort und die wirtsspezifischen Biomarker, die uns anzeigen, ob der Patient wieder überhaupt erkrankt ist und ob er da wirklich im Moment mit groß zu tun hat. Nukleinsäure-Amplifikationstests oder Next Generation Sequencing, das sind alles Dinge, die in der täglichen Routine jetzt nicht ohne weiteres Einzug gehalten haben, aber sie sind eben auch kein Standalone-Verfahren. Das heißt, sie müssen in eine diagnostische Kette eingebaut werden. Und dazu ist es einfach immer wichtig zu wissen, dass man den richtigen Test möglichst aussucht mit dem richtigen mit dem richtigen Material zur richtigen Zeit, damit man das Richtige an Therapie entsprechend auswählen kann. Und das baut sich ein in den großen Bereich Diagnostik Stewardship. Und darin müssen wir viel, viel mehr investieren, dass wir da sicherer werden, dass wir da mehr an die Hand bekommen und das große Puzzle besser zusammensetzen können. Das heißt also, nach der klinischen Evaluation des Patienten, die ich jetzt ausführlich geschildert habe, brauchen wir ein diagnostisches Stewardship mit einer entsprechenden validen Testmöglichkeit. Das heißt, auch die Kombination von Schnelltestverfahren muss mit eingebaut werden. Die Wahrscheinlichkeit, wo wir vielleicht davon profitieren können, da brauchen wir Tools an der Hand. Und dann geht es darin über, dass wir die schnelle Diagnostik dann nach der Datenerhebung dazu nutzen, das antimikrobielle Stewardship entsprechend zu optimieren und auch das Antibiotika-Verbrauchsverhalten damit zu beeinflussen. Die Möglichkeiten sind vielfältig, das möchte ich hier im Einzelnen gar nicht vorstellen, nur so viel, dass wir natürlich für verschiedene Testverfahren oder für verschiedene Materialarten, wie beispielsweise Urin- oder Blutkulturen, auch die indizierten Tests durchführen und auch vor allen Dingen die Diagnostik indikationsgerecht beginnen müssen, dass wir nicht eine Überdiagnostik haben. Das ist im Einzelfall doch relativ schwierig und setzt voraus, dass man regelmäßig entsprechende Fortbildungen macht. Und wir setzen bei uns
darauf, dass wir die Blutkulturdiagnostik natürlich auch nicht irgendwie in die Abseite stellen, sondern dass wir die Blutkulturdiagnostik weiterhin als Hauptdiagnostikmöglichkeit benutzen wollen. Wir setzen auf 3 Pärchen Blutkulturflaschen, die dann eventuell nach einigen Tagen nochmal wiederholt werden und haben dann aber auch natürlich die Möglichkeit und sehr gute Erfahrung mit unseren Mikrobiologen, dass wir eine klassische mit der Schnelldiagnostik verbinden. Diese Diagnostik ist geeignet, dass wir doch relativ zügig aus positiven Blutkulturen mit der Malditow-Technik beispielsweise eine Erregeridentifizierung innerhalb der nächsten Stunden nach Positivwerden der Blutkulturen haben und dann schon relativ genau die Therapie eingrenzen können oder anpassen können. Andere Möglichkeiten, wie sie beispielsweise mit den hier unten gezeigten Geräten mit einer MR-Technologie beziehungsweise, beziehungsweise mit PCR-basierten Methoden hier zeigen, die sind in der Kombination mit der klassischen Mikrobiologie sehr hilfreich. Sie ersetzen leider im Moment noch nicht komplett das, was wir eigentlich wirklich brauchen, weil die Nachweisgrenze doch dann ja irgendwie ja begrenzt ist sozusagen. Wir haben keine Möglichkeit, hier wirklich auf alles zu testen, aber die häufigsten Erreger, und wenn wir ehrlich sind, sind es natürlich Bakterien vielleicht so an 2 Händen abgezählt, die wir uns im klinischen Alltag begegnen, und bei den Pilzen sind es auch nicht viel mehr. Dann haben wir natürlich die Möglichkeit, hier die meisten Erreger mit einzubinden. Die Möglichkeit, Resistenzgene zu detektieren oder überhaupt Resistenzen zu testen, ist natürlich auch eingeschränkt. Es wird aber letztlich immer besser. Und ich hoffe, dass wir in den nächsten Jahren da auch entsprechende Fortschritte sehen. Bei den Blutkulturen muss man einfach sagen, es kann natürlich wie bei allem auch zu einer Obsession ausarten. Das heißt, also das Blutkultur abnehmen, wenn es nicht richtig indiziert ist, wenn wir also wirklich eine tatsächliche von relevanten oder relevante Bakteriemien unterscheiden möchten, dann ist es natürlich gerechtfertigt. Auch dann muss man natürlich die sorgfältige Patientenauswahl beachten und vor allen Dingen die Technik der Abnahme sorgfältig schulen und auch durchführen. Wir haben relativ häufig damit zu tun, dass wir Kontaminationen haben, dass wir eventuell eben auch schlecht gefüllte Blutkulturflaschen haben. Damit ist also die Diagnostik deutlich verwässert. Vielleicht nochmal, was die Überdiagnostik anbetrifft, aus der Urindiagnostik ein Hinweis. Auch hier ist es so, dass aus meiner Sicht viel zu vorschnell Urintraktinfektionen diagnostiziert werden und auch entsprechend behandelt werden. Hier muss man auch definitiv sagen, dass man bei Patienten ohne oder mit Urinkatheter sich schon ein bisschen Gedanken machen kann, ob der Urin, der jetzt einfach nur flockig ist, wirklich ein Infektionskriterium darstellt oder ob nicht wirklich auch die Infektionszeichen wie Brennen über der Blase in der Harnröhre oder eben auch entsprechend Fieber und so weiter eine bessere Anzeichen sind, dafür eine Diagnostik loszutreten, die möglicherweise jetzt zu keinem wirklich guten Ergebnis führt und zu einer Übertherapie mit Antibiotika führen kann. Und zuletzt vielleicht nochmal ein Hinweis zu den Biomarkern in der Sepsis. Wir haben, wie schon gesagt, keinen einzigen Biomarker, der uns in der Sepsis wirklich allumfassend den Weg weist. Wir haben die Möglichkeit, prognostische, prädiktive und theranostische Biomarker zu identifizieren. Auch da ist es, denke ich, in der nächsten Zeit nochmal spannend zu sehen, inwieweit kombinierte Untersuchungsmöglichkeiten uns dort helfen, ein bisschen mehr Sicherheit in der Diagnosestellung zu finden. Das Ganze ist relativ aufwendig und wir haben immer wieder einige Möglichkeiten, die uns in der Literatur vielversprechend vorgestellt werden, wie beispielsweise die Messung der Monozytenverteilungsbreite, ein sehr offensichtlich interessantes Verfahren, aber hier ist es auch so, dass wir in der klinischen Routine davon noch nicht groß profitieren können. Es wäre allerdings eben auch günstig, diese Parameter, die hier eine bessere Voraussage
laut Studienergebnissen hier versprechen, in ein Panel einzubauen und Dinge, die wir jetzt hier beispielsweise in dieser Untersuchung, in der 2021 publizierten Untersuchung herausgestellt werden, praktisch ein Komplettset an Untersuchungsmethoden von Biomarkern, von Parametern aus der Flowzytometrie mit einzubauen, um ein bisschen mehr zu unterscheiden, ist es im Moment eine Infektion, ist es nur ein SIRS beispielsweise, ist es wirklich hinweisgebend für eine Sepsis. Das haben wir leider im Moment noch nicht und demzufolge ist es auch schlecht möglich, hier Sicherheit relativ schnell zu bekommen. Besser geeignet ist möglicherweise das Erkennen von Patienten, die sich in einem Nicht-Intensiv-Setting befinden und von denen wir aber auch wissen, dass sie vielleicht zu spät diagnostiziert werden. Typische Patienten, die mit dem Rettungsdienst eingewiesen werden, aber die in der Notaufnahme dann doch nicht so krank herüberkommen, wie sie vielleicht dann doch sind. Man hat im Moment noch keine ganz klasse Zeichen, dass man diese Patienten auch auf eine Intensivstation verlegen muss. Die bleiben dann im Krankenhaus und die Möglichkeit, mit bestimmten Biosensorarmbändern die Patienten auszustatten und dann über ein kontinuierliches Monitoring, wenig belastend für den Patienten, dann dem Behandlungsteam schnell eine Info zu geben, wenn diese Konstellation sich dann doch in Richtung Sepsis entwickelt. Das ist natürlich ein sehr faszinierendes Tool, was man hat. Das muss aber natürlich eingebaut werden und man könnte sich vorstellen, dass man über eine entsprechende App vom Personal dann sind diese Telefone getragen, eine Warnung bekommt. Dieser Patient erfüllt jetzt aktuell beispielsweise Punkte im News-Score und wir haben das Problem, dass wir hier wahrscheinlich von der Sepsis ausgehen müssen. Kümmere dich drum und mach weiter und verleg den Patienten auf die Intensivstation. Und auf der Intensivstation haben wir das Problem, dass wir natürlich dann eine Vielzahl von Daten da haben, die wir im Hinterkopf haben müssen und die uns dann auch relativ zügig Daten zur Verfügung stellen, die wir einordnen müssen. Und das Ganze natürlich auch bei vielen Patienten gleichzeitig, sodass das Kombinieren von verschiedenen Vitalparametern, Laborparametern und so weiter den Arzt dann doch vor eine Herausforderung stellt, jeden Patienten gut im Blick zu haben und auch engmaschig zu monitoren. Deshalb ist eine automatisierte Sepsisdiagnose sicherlich eine Lösung. Auch hier ist es so, dass es im Moment wahrscheinlich jetzt in der Welt keine ganz ausgereifte Methode gibt, auch wenn die Parameter eigentlich alle vorliegen und man diese Messung auch dann recht schnell aufbereitet zurückspiegeln könnte. Wir selbst haben Versuche gemacht in den letzten Jahren, dass wir über unser PDMS ein Tool entwickelt haben, was die Wertekonstellation regelmäßig evaluiert und dann auch geeignet ist, viele Patienten viel früher auf einer Intensivstation so zu erfassen, dass die Sepsisdiagnose deutlich früher gestellt werden kann, als dass das Personal selber hinbekommt. Allerdings ist das natürlich im Moment eben auch noch nicht praxistauglich. Der Zeitgewinn, der zum Teil mehrere Stunden betragen hat, ist aber nicht zu unterschätzen, denn wir wissen, dass jede Stunde Verspätung der Therapie die Sterblichkeit entsprechend auch erhöhen kann. Ja, und ganz zum Schluss vielleicht noch einmal, es wird seit bestimmt 10 Jahren immer wieder in der Literatur publiziert, dass eine AI-gesteuerte Software eine Erkennung von Sepsis früher möglich macht. Es ist, glaube ich, bis jetzt, oder vielleicht kann es einer aus der Runde berichten, noch nicht gelungen, dass man in irgendeiner Weise ein System so etabliert, dass es uns wirklich helfen kann, aus einer Wertekonstellation von Laborwerten, von Kreislaufwerten, einen Vorhersagewert zu produzieren, der uns dann in die Lage versetzt, Patienten schneller mit Sepsis zu identifizieren. Ich denke, das ist eher in eine Domäne nicht von AI, sondern eher von Deep Learning oder von maschinellem Lernen sein kann, das in den nächsten Jahren einfach diese Daten besser aufbereitet dem Anwender zurückgespielt werden müssen und das entsprechende Tool zur Verfügung gestellt werden müssen, dass die Mitarbeiter auf den Normal- oder Intensivstationen diese Daten, ohne dass sie von unnützen Alarmen, von so einem Alarm-Overflow genervt werden, auch entsprechend indiziert diese Patienten vorgestellt bekommen.
Ich komme zum Schluss und was wichtig werden oder was wichtig ist und was deutlich werden sollte, dass wir als zeitkritische Diagnose Sepsis die Therapie entsprechend früh natürlich behandeln wollen. Und dafür ist neben der Prävention eine Früherkennung, eine entsprechend strukturierte, ausgefeilte Diagnostik notwendig. Wir kommen nicht drum herum, uns weiter auch als Ärzte, als medizinisches Personal auf eine ganz einfache klinische Untersuchung und die Detektion von relativ simplen, aber eben auch häufig unspezifischen Symptomen zu stützen. Der schon erwähnte Roger Bone hat damals gesagt, dass wir weniger Zeit dafür verschwenden sollen, irgendeine magische Bulle zu entdecken, sondern wir sollen uns gefälligst dazu bemühen oder darum bemühen, eine entsprechende ordentliche Diagnose zu stellen. Und dazu ist einfach die klinische Untersuchung, die Anamnese und das Labor deutlich geeignet. Aus der Rettungsmedizin kennen wir diese strukturierten Vorgaben, die sicherlich nicht verkehrt sind, wenn wir die Sepsispatienten im ambulanten Setting, in der Notaufnahme dann bekommen und einfach strukturiert auch die Vitalparameter und die Sepsiszeichen dann screenen müssen. Das Ganze möglichst mit der Kombination verschiedener Scores, die wir, wenn es irgendwie geht, auch automatisiert natürlich zur Verfügung haben wollen. Und da ist dieser Critical Illness Prediction Score in Kombination mit dem SIRS und dem QSOFA sicherlich am besten geeignet noch, zusammen auch mit dem News Score, dass man eine Sepsis von einer Nicht-Sepsis gut trennen kann. Wie gesagt, eine 100%ige Möglichkeit, einen einzigen Score zu bemühen, gibt es nicht. Und deshalb ist einfach dieses engmaschige Reevaluieren eine entscheidende Situation, immer wieder auch sich selber die entsprechenden Zielkriterien im Hinterkopf zu halten und sie auch dem eigenen Personal zu schulen, ist entscheidend. Der Schriftsteller Machiavelli hatte damals, das ist ja schon über 500 Jahre her, in seinem Buch Der Fürst über die Schwindsucht, über die Tuberkulose geschrieben, dass sie am Anfang leicht zu heilen ist, aber schwer zu erkennen. Und wenn sie aber im Anfang nicht erkannt wird und man macht nichts dagegen, so ist es natürlich in der Folge leicht zu erkennen, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, aber dann wieder schwer zu heilen. Und in diesem Sinne versuchen wir über den Sepsis-Dialog und jetzt eben auch in den letzten Jahren über die Sepsis-Akademie immer wieder diese Schulungen durchzuführen und mehr von unseren Kollegen und auch neue Kollegen wieder ins Boot zu holen und letztlich auch über die Bereitstellung von Schulungsmaterialien und den Versand an Interessierte diese Unterstützung auch zusätzlich mitzugeben. Die Materialien, der Sepsis-Dialog, die Sepsis-Akademie, das sind alles Projekte, die es nicht geben würde, wenn Matthias Gründling nicht ununterbrochen dabei ist und diesen ganzen Wust an Arbeit und an Engagement die letzten Jahre ohne Unterbrechung und ohne, dass er in irgendeiner Weise müde geworden ist, hier durchführt und hat natürlich deshalb auch sehr verdient und dazu meinen herzlichen Glückwunsch hier nochmal das Bundesverdienstkreuz vor einigen Tagen von unserer Ministerpräsidentin verliehen bekommen. Und das ist sicherlich eine ganz gute Anerkennung für das, was auf diesem Gebiet national geleistet ist. Und dazu nochmal meinen herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, ganz herzlichen Dank für den super Rundumschlag, für den umfassenden Vortrag, der doch die sehr kritische Gesamtgemengelage, glaube ich, ganz gut rübergebracht hat. Und vielen Dank auch noch für die Glückwünsche zum Schluss, das wäre jetzt nicht nötig gewesen. Aber es ist so. Der Vortrag von Herrn Kuhn ist offen zur Diskussion. Ich gucke schon ein bisschen, ich hätte sonst vielleicht eine Eröffnungsfrage. So ein bisschen hast du es ja schon angedeutet. Hast du einen Tipp oder einen Wunsch? Also was ist das Erfolgsversprechende? Was wird uns in den nächsten vielleicht 5 Jahren am meisten helfen? Wird es den Biomarker geben? Ist es weiter die klinische Diagnostik und die klinische Erfahrung oder sind es eben
solche Aspekte wie KI und automatische Erfassung. Was glaubst du? Viel mehr ist es ja wahrscheinlich nicht als Glauben. Also ich glaube und ich hoffe, dass das ärztliche Handwerk wirklich immer das Erste ist, worum es in der klinischen Behandlung und der Diagnostik gehen sollte. Es ist doch, glaube ich, der menschliche Organismus zu komplex, als dass man es aktuell noch mit einem einzigen Biomarker abbilden kann. Aber ich glaube schon, dass die Kombination und dass der Aufbau einer diagnostischen Strecke, eines Panels dazu führen kann, dass man da relativ schnell auch Licht ins Dunkel kriegen kann und den Patienten schneller in die Richtung Sepsis oder Nicht-Sepsis dann führen kann und auch dann entsprechende Folgediagnostiken oder einfach auch Anordnungen treffen kann, dass der Patient vielleicht auch anders diagnostiziert werden kann. Wir haben mit der ganzen mikrobiologischen Entwicklung ja die Hoffnung, dass wir nicht nur was MALDI-TOF anbetrifft, auch jetzt schon Möglichkeiten haben, die gerade auch die Blutkulturdiagnostik deutlich zu verbessern. Wir wissen allerdings auch, dass wir wirklich auch nicht immer so wie wir jetzt vielleicht im Klinikum komfortabel mit einer Mikrobiologie ausgestattet sind. Also es ist gar nicht so selten, dass wir mit 60, 70 Kilometer Transportwege bis zum nächsten mikrobiologischen Labor ja rechnen müssen. Und das, was wir ja auch immer auch jetzt national in entsprechenden Deklarationen fordern, dass die mikrobiologische Diagnostik für diesen Notfall Sepsis auch 24 Stunden, 7 Tage die Woche verfügbar sein muss. Und insofern wird es weiterhin, hoffe ich, eine entsprechende Verbesserung, was die diagnostischen Zugewinne aus dieser Richtung anbetrifft, sein. Auf der anderen Seite werden wir ja eben auch hoffentlich nicht darum kommen, uns den Patienten auch mal genauer anzugucken und auch den Therapieerfolg vor allen Dingen dann auch zu überwachen. Ja, danke. Hier kommt nochmal der Hinweis aus dem Chat, dass man auch an zusätzliche Differentialdiagnosen denken sollte, wie zum Beispiel späte AIDS-Erkrankungen und sowas. Das ist sicherlich sehr wichtig. Ich bin so ein bisschen am Sortieren und würde dann vielleicht erstmal die Frage aus dem Chat, bevor Carsten, ich habe dich schon freigeschaltet, seine Frage oder seinen Kommentar stellt, wie hoch oder wie hoch sind die Kontaminationsraten bei Blutkulturen, wie ist es bei uns, in welchem Prozent, so habe ich die Frage jetzt verstanden, wie sind da die so. Das können wir an den Mikrobiologen stellen, oder? Ja, wahrscheinlich. Ne? Wir können es gleich weitergeben. Also ich glaube, wir haben bei uns keine richtige Statistik. Im Rahmen von Studien hatten wir so tatsächlich unter 5%, teilweise 2%. Ja. Aber Carsten, du hattest eine Frage. Ich habe dich, glaube ich, also ich habe jetzt auch nicht die exakte Prozentzahl zur Hand, so ad hoc, aber zumindest im Vergleich zu den anderen Institutionen, die ich überblicke oder wo ich vorher war, haben wir hier an der UMG kein Problem damit. Natürlich treten immer mal wieder Kontaminationen auf mit Koagulase-Negativen, insbesondere Staphylokokken. Gerade wenn irgendwie die Zugänge eben schwierig sind, das lässt sich auch nicht immer vermeiden. Aber eben durch eine gute Technik der Blutabnahme kann man das natürlich minimieren und da ist Schulung immer notwendig. Aber das ist ja mehr sozusagen der klinische Part. Ich wollte sozusagen aus mikrobiologischer Sicht sagen, dass Herr Kuhn, ich sehr begeistert von dem Vortrag war. Das fast alles kann ich unterschreiben aus meiner Sicht. Ganz wichtig finde ich auch nochmal diese Erwähnung mit 24/7. Das ist ein Prozess, den wir jetzt endlich einleiten müssen, auch in meinem Fachgebiet. Natürlich gibt es dort Widerstände, haben wir ja noch nie so gemacht, so das übliche Argument. Da werden wir gegen, sage ich mal, argumentieren müssen. Das werden wir auch. Das bringt vieles. Das wird uns unterm Strich bestimmt nochmal fast einen Tag bringen, der uns sozusagen näher an der an dem Moment der klinischen Diagnosestellung Sepsis bringt, von der mikrobiologischen Seite. Aber was ich noch ergänzen wollte,
wir werden wahrscheinlich nie so weit kommen, dass in dem Moment, wo Sie als Kliniker den Verdacht auf eine Sepsis stellen, dass wir dann schon definitiv ein mikrobiologisches Ergebnis haben, auch nicht mit dem modernsten molekularen Verfahren. Das wird weiter sozusagen immer die Aufgabe sein, das erstmal aus Ihrer Sicht den Verdacht zu äußern. Aber was wichtig ist, und das haben Sie auch genannt, und auch kurioserweise war gerade heute Mittag vom Joost Würsinger aus Amsterdam auch ein Vortrag in unserer europäischen Subgruppe für Blutstrominfektionen. Und der hat das auch betont, genauso wie Sie, es muss eine Stufendiagnostik sein. Ne? Man muss am Anfang sozusagen sehen, Sepsis ja, nein, und dann Stück für Stück das eingrenzen und nähere Informationen aus der MIBI liefern. Also um welche Erregergruppe es handelt sich, welcher Erreger ist es, wie sind die Resistenzsituationen bei dem. Und das Ganze wird umso wichtiger, wenn es eben auch um die Precision Medicine geht, die personalisierte Medizin, wo es ja gerade auch in der Sepsis hingeht. Da brauchen wir die beiden Seiten ganz extrem, sowohl klinische als auch mikrobiologische Seite. Wenn wir das hinkriegen, das Patienten individuell zu gestalten, also dann sind wir einen ganzen Schritt vorangekommen. Und dann habe ich noch eine kleine Bitte und dann bin ich auch schon fertig. Wenn sozusagen der Verdacht ist auf Sepsis und man auch schon einen Fokus vermutet, und das müssen wir manchmal so ein bisschen kritisieren aus der Mikrobiologie, hätten wir gerne auch Untersuchungsmaterial vom Fokus. Ja, also das würde uns sehr helfen später in der Interpretation. Und jetzt kommen wir auf die Anfangsfrage wieder zurück, ob es sich um eine Kontamination handelt oder nicht. Ja, oder ob es wirklich das kausative Agens ist. Ja, danke. Ja, genau, das haben wir auch nochmal in der Studentenfortbildung. Wir haben ja seit 2 Jahren, Matthias, ne, haben wir von den Studenten Interessierte, die sich vor allen Dingen für die Sepsis interessieren und die dann so ein einwöchiges Ausbildungskurriculum auf der Intensivstation und in verschiedenen anderen Bereichen auch der Mikrobiologie durchlaufen. Und da werden dann auch mal Patientenfälle besprochen. Da ist es eigentlich auch wirklich so, dass man sich nochmal bewusst macht, wie wichtig ist, die Diagnostik auch indiziert zu beginnen. Denn es kann einen ja auch gut und gerne aufs Glatteis führen, wenn wir beispielsweise eine transiente Bakteriämie haben, die vielleicht dann irgendwann später gar nicht mehr relevant ist und wir weisen sie nach und sind dann irgendwie im Zugzwang und haben dann natürlich auch, wenn wir es jetzt wirklich nicht weiter mit einem Mikrobiologen oder überhaupt in der Klinik verheiratet besprechen, dass wir dann irgendwie vielleicht ungebührlich schnell oder auch viel zu breit behandeln und das dann vielleicht auch gar nicht notwendig ist. Also es kann auch ein bisschen nach hinten losgehen und deshalb würde ich es jetzt genauso unterstützen, Professor Becker, dass Sie sagen, wir brauchen eine entsprechende Stufendiagnostik auf alle Fälle und ich glaube, wir sind ja wahrscheinlich wirklich auch als Ärzte am Anfang gefordert, die ganzen Befunde zu sammeln und das große Puzzle als Ganzes dann zusammenzusetzen und uns daraus eine Meinung zu bilden. Okay, so, ich bin jetzt ein bisschen am Sortieren. Es gibt ein paar organisatorische Sachen, die will ich schnell abhaken. Es wird gefragt, wo der Vortrag noch zu hören, noch zu finden ist. Viele unserer Vorträge sind auf dem YouTube-Kanal Sepsis-Dialog. Wir müssen mal sehen, ob wir den dahin nehmen. Es gibt dann Copyright-Problem manchmal mit Abbildungen und so, aber sonst kontaktieren Sie einfach Herrn Kuhn, der schickt Ihnen bestimmt. Ansonsten, jeder, der sich hier angemeldet hat und eine EFN-Nummer angegeben hat, kriegt automatisch in der nächsten bis übernächsten Woche eine Bestätigung durch die Ärztekammer. Dann sehe ich im Chat, dass mehrfach auf Professor Reinhardt hingewiesen ist. Das kann ich nur unterstützen. Ohne Professor Reinhardt und seine jahrzehntelange Verdienste im Kampf gegen die Sepsis würde es natürlich auch diese Veranstaltung hier vermutlich nicht geben. Und da, glaube ich, besteht in der Community kein Zweifel drüber. Dann wollen wir mal wieder zu den fachlichen Dingen kommen. Es steht die Frage nach, ob es einen einfachen Schnelltest außerhalb der Klinik gibt für Niedergelassene, den wir als sinnvoll ansehen.
Also was den Biomarker PCT anbetrifft, ich weiß aus vielen Gesprächen mit niedergelassenen Ärzten, dass die natürlich auch relativ schnell diese Werte bekommen und dass die dann, wenn die rückgespiegelt sind, auch die Patienten anrufen und sie dann auch einweisen. Also ich weiß es jetzt auch zum Beispiel von meiner Frau, die regelmäßig bis abends dann sitzt und Befunde nochmal wälzt und die Patienten dann anruft und die dann gegebenenfalls auch in die Klinik einweist, wenn dann noch eine Konstellation rauskommt, die entsprechend hinweisgebend ist. Hm. Aber ich Okay. glaube nicht, dass es jetzt einen einzigen, ja, wie schon gesagt, wichtigen Parameter gibt, auf den man jetzt hier unbedingt baut. Es ist auch laut Studienlage überhaupt nicht empfohlen oder laut Empfehlung der Sepsis-Leitlinien, dass man dass man das PCT als das Steuerinstrument benutzt, bestenfalls in der Therapie Erfolgskontrolle oder in der Steuerung der Antibiotikatherapie, aber nicht in der Entscheidung, ob man mit einer Antibiotikatherapie beginnen soll, beziehungsweise ob man das Ganze als Sepsis bezeichnen soll. Wir haben nicht selten Patienten, die hohe die hohe PCT-Werte haben, ohne dass in irgendeiner Weise eine Sepsis vorliegt, geschweige denn irgendwie eine Infektion dann da ist. Ne? Ja, ja, das kann ich nur unterstützen. Also ich glaube, das wird in der Leitlinie auch nochmal deutlich klargestellt, egal wo man ist, also dieses systematische Screening nach den relativ einfachen, zugegebenerweise nicht sehr spezifischen Parametern, die du genannt hast, das zu machen, ist sicherlich der größere Nutzen, als jetzt also auf den Biomarker zu hoffen. Dann ist eine weitere Frage, gibt es Daten und Erkenntnisse, an welchen Stellen im diagnostischen Prozess also die größten Verzögerungen aufgetreten sind? Und ja, das wäre dann auch die größte Stellschraube sicherlich. Also wir haben vor einigen Jahren ja mal versucht, mit dem Transport der Blutkulturen zur Mikrobiologie und mit der Verzögerung, die durch vielleicht Wartezeit oder Bebrütungszeit entstehen, zu sehen, ob man da Dinge einsparen kann. Es ist wahrscheinlich wirklich die diagnostische Kette und der Transport zum Mikrobiologen, die relevant ist. Wir wissen, dass es aus einigen Kliniken die Bestrebungen gibt, so wie wir jetzt auch bei uns schon längere Zeit, dass die beispielsweise Blutkulturen zu jeder Tages- und Nachtzeit in den Blutkulturschrank dann reinkommen und entsprechend schon bebrütet werden. Und dann muss man fairerweise sagen, also ich will jetzt dem Mikrobiologen auch immer nicht zumuten, dass er nachts um 2 da noch stehen muss oder so. Da muss man sich wahrscheinlich ein geschicktes System zumindest einfallen lassen, man es vielleicht ein Zwei-Schicht-System bis 22 Uhr oder so abbildet. Denn alles, was vielleicht dann danach positiv wird und erst 3, 4 Stunden später dann am nächsten Tag untersucht wird, das macht wahrscheinlich jetzt den großen zeitlichen Vorteil nicht aus, weil ich ja wahrscheinlich, wenn ich wirklich den Infektionsverdacht habe, dann mit der Therapie beginne. Aber die Rückinfo dann von dem entsprechend ja Resistogramm oder von der mikrobiologischen Diagnostik, von dem Ergebnis, die ist dann schon entscheidend und da ist es dann schon wichtig, ob ich es einen Tag später bekomme oder ob ich es dann sozusagen nur wenige Stunden später bekomme. Ja, im Chat wird nochmal darauf hingewiesen, dass leider noch sehr oft in Schulungen hauptsächlich auf den Q-SOFA abgefahren wird, wenn es um Früherkennung geht und dass das ja nicht mehr leitliniengerecht sind. Ich denke, die heutige Veranstaltung ist ein kleiner Baustein. Das Pendel, was aktuell gegen Q-SOFA spricht, also zu unterstützen. Und Herr Kuhn hat ja unsere Variante gezeigt, wo wir eben genau das gemacht haben, was in der Leitlinie steht, den Q-SOFA nicht alleine zu verwenden. Und wir haben ihn halt mit CIRS-Kriterien und der Sauerstoffsättigung kombiniert. Ja, ich bin noch ein bisschen am Gucken. Ah ja, auch noch also mehr ein Statement eines KI-Fans, was ich teile und du sicherlich auch, dass hier steht, also KI sollte aber dennoch mit vielen Daten trainiert werden, denn sie wird irgendwann sicherlich hilfreich werden in so einem komplexen Krankheitsbild ganz besonders. Ne? Ja. Ja, ich sehe jetzt aktuell, ist es heute ein bisschen viel. Ah ja, wenn die Schwester. Ja,
Hier nochmal der Hinweis, dass eben beim Screening es auch passieren kann, dass insbesondere eben, wenn junge Patienten eben gescreent werden, dass sie dann auch öfter mal weggeschickt werden, weil sie halt nicht so krank aussehen. Das ist sicherlich ja überhaupt ein generelles Problem bei diesem Krankheitsbild. Deswegen verweisen wir ja auch immer wieder darauf, ne, dass es am Ende jeden treffen kann. Ja. Ich weiß nicht, was willst du dazu noch? Aber ich denke, das ist mehr ein Kommentar als eine Frage gewesen. Ja, wie Sie sehen, habe ich heute ein bisschen Schwierigkeiten zwischen den vielen Kommentaren und Glückwünschen zu sortieren. Vielen Dank nochmal dafür. Und ich denke aber jetzt, dass wir es soweit abgearbeitet haben. Und ich danke nochmal unserem Oberarzt Kuhn ganz, ganz herzlich für den tollen Vortrag. Das haben auch hier viele im Chat geschrieben, der uns nochmal geerdet hat und nochmal das Wichtige herausgestellt hat. Und ich danke Ihnen auch für die vielen Fragen, für die tolle, rege Teilnahme im Januar. Und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns die Treue halten über die nächsten Monate wieder, weil wir persönlich glauben, dass diese kontinuierliche Schulung ganz, ganz wichtig ist. Im Chat finden Sie auch nochmal die Hinweise, die Links zu den nächsten Veranstaltungen. Die finden sich übrigens auch auf der Seite sepsisakademie.de. Und wer es ein bisschen einfach haben will, der meldet sich einfach beim Newsletter an. Auch dieser Link ist sowohl im Chat als auch unter sepsisakademie.de zu finden. Und dann werden Sie automatisch erinnert an die nächste Veranstaltung. Ja, in diesem Sinne, allen einen wunderschönen Abend und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal, kurz nach dem Bremer Intensivkongress. Tschüss. Tschüss, alles Gute. Ich habe gestern in der Stadt hier so einen Transporter gesehen mit Sepsis in einem Fall und so weiter. Hast du das beklebt? Eigentlich müssten 3 Autos damit rumfahren. Wo gehören die her? So ein HKS, also zu dem. Ach so, dann doch, okay. Ja. Ja, cool. Ich bleibe noch ein bisschen hier, du kannst gerne. Ich habe gleich nochmal die nächste Veranstaltung. Oh ja, schön, viel Spaß. Und noch 10 Minuten Zeit, aber da muss ich das Zoom hier frei machen. Ich muss dann. Ja, alles gut. Ich kopiere noch ein bisschen was hin und her mit EFN-Nummern und so. Ja. Bin ich hier auch raus. Ja, wir müssen mal sehen, vielleicht kannst du den Vortrag, ja, wir kriegen es jetzt im Nachhinein, da sind ein paar Dinger, die ich nicht so gerne auf YouTube. Ja, müssen wir mal gucken. Aber die Leute, ich habe es ja gesagt, die werden dir eine E-Mail schicken und dann ist ja was anderes. Okay. Wie war das? Du bist jetzt morgen schon nicht mehr da, oder? Hast du frei? Ja, ich habe vorhin mal angefangen, ein bisschen in dem Antrag zu schreiben. Ja, ja, ich gucke mir das. Also ich bin hier, ne? Also wenn du irgendwas ist, ruf mich an. Ich kann da auch nochmal reingucken. Das kennt ihn. Plus öfter da. Du bist zu Hause? Ja. Ja, nee, also ich wollte dich jetzt auch nicht. Ja, aber dann weiß ich Bescheid, dass ich ja nicht oben anrufen muss. Ja, ist klar. Gut. Okay, na dann. Dann sage ich schon mal Tschüss und vielen Dank und dann bis demnächst. Tschüss. Tschüss.